Ja, hallo. Schön, dass ihr heute reinschaut. Ich habe was ausprobiert. Und zwar fahre ich ja seit gut einem halben Jahr mit der DJI Action 4 durch die Gegend und vor kurzem kam die Nachfolgekamera raus, die Action 5 Pro, damit ich es rausbekomme. Naja, und es gibt schon einige Vergleiche zwischen der GoPro 13 und der Action 5, aber eher weniger Vergleiche von den beiden DJI-Kameras. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schnall mir die beiden einfach mal auf den Helm, haben so ein kleines Testrig dafür gebaut und mache euch einen kurzen Zusammenschnitt, damit ihr euch selber einen Eindruck machen könnt, wie die beiden Kameras miteinander zu vergleichen sind. Das Video ist nicht gesponsert von DJI. Ich bin wahnsinnig genug, um mir die Kameras selbst zu kaufen. Mir ging es dabei um 3 Aspekte bei den Kameras. Zum einen ging es mir um die Bildqualität. Die Action 5 Pro rühmt sich ja damit, dass sie einen neuen Sensor drinnen hat. Der soll mehr Dynamikumfang mitbringen. Das zweite ist die Audioqualität. Ein großer Vorteil der Action 5 Pro sollte die Verbindung mit dem DJI Mic 2 sein. Das dritte ist, das interessiert mich beim Mountainbiken immer wieder, gerade jetzt im Herbst, wenn die Tage ein bisschen länger werden, wie schaut es denn mit der Bildstabilisierung aus, ganz speziell, wenn es ein bisschen dunkler wird. Vielleicht noch ganz kurz, die Einstellungen der beiden Kameras sind völlig ident. Ich filme mit beiden Kameras im D-Log M-Modus, das heißt also im flachen Farbprofil. Urteilt selbst. Ich empfehle keine Kameras. Ich sage euch allerdings, wofür ich mich nach dem Test entschieden habe. Viel Spaß beim Schauen. So Leute, ich nehme euch jetzt da mit. Vor mir der Josef. Wir sind da irgendwo am Anhänger unterwegs. Und ich mache mit euch einen ganz lässigen Vergleich. Und zwar vergleiche ich die DJI Action 4 und die Action 5. Auf der DJI Action 4 nimmt das interne Mikrofon im Moment auf und auf der Action 5 habe ich das DJI Mic 2 per Bluetooth angeschlossen. Ja, und das werdet ihr oder hört ihr jetzt, weil jetzt hört ihr das Audio von der DJI Action 5 Pro mit dem DJI Mic 2. Ja, und so nebenbei gibt es ein paar Neuigkeiten auf dem Radl. Unter anderem hört ihr ja bei mir keinen Pfeilauf mehr. Der ist nämlich mittlerweile silent. Das ist die Tyrene Shogun Narbe. Ja, sehr cool ist das. Wie der lässig benannt ist. Total lässig ist der, ja. Sehr cool. Und vor allen Dingen komplett frei, gell? Ja. Also nichts mehr, alles ausgegraben schon. Total brav ausgegraben. Ja, und was ich jetzt auch merke, ich habe bei meinem Radl sämtliche Lager vom Hinterbau getauscht, weil die schon komplett festgegangen sind. Und ich sag's euch Leute, das ist ein himmelweiter Unterschied, ich hätte mir das nie gedacht. Der Hinterbau hat mich schon dermaßen gekickt die letzten Wochen bei jedem Sprung und der hat einfach nicht mehr eingefedert. Ich sag's euch, wie es ist, das war wie mit dem Hardtail. Und das ist ja wieder butterweich jetzt. Bist du deppert? Ist das Radler fahren wir wieder neutral. Das ist ja ein Hammer. Drei kurze Gedanken zum Thema Dynamic Range. Ja, es ist sichtbar, dass der Dynamikumfang augenscheinlich ein bisschen höher ist. Ja, ich habe ganz bewusst in meinem Testsetting einen sonnigen Tag verwendet, bin ganz bewusst in den Wald gefahren. Das sind so aus meiner Sicht die schwierigsten Verhältnisse für eine Action-Cam. Ich habe einen sehr schnellen Licht-Schattenwechsel, ich habe sehr helle Flecken. Dort noch Details rauszubringen, ist für eine Kamera immer extrem schwer. Ja, man muss sich extrem schnell anpassen. Das macht die DJI Action 5 Pro meines Erachtens noch einmal besser als die Action 4. Die Latte war da schon sehr hoch. Die Bilddetails fand ich bei der Action 5 Pro trotz geringerer Bitrate besser als bei der Action 4. Die Verzerrung ist bei beiden Kameras tatsächlich etwas unterschiedlich. Die Ränder sind bei der Action 5 Pro etwas
zerter. Allerdings ist der Mittenbereich etwas näher, könnte man es jetzt mal sagen. Dadurch ist die Gesamtverzerrung, wenn sich die Kamera seitlich bewegt, bei der Action 5 visuell etwas geringer. Das heißt, ich habe also bei der Action 4 eher so ein bisschen dieses Gefühl, dass sich mein Blickfeld verbiegt, wenn ihr wisst, was ich meine. So, letzte Fahrt für heute und nochmal der absolute Low-Light-Test. Ihr seht da vorne, die Sonne ist schon arg am Untergehen. Und schauen wir mal, wie gut die Action 5 Pro mit wenig Licht umgeht. Hoffentlich besser als ich, weil ich sehe fast gar nichts mehr. Es ist tatsächlich schon ziemlich finster im Wald. Vor allem jetzt dann, wenn wir da mehr vom Waldrand wegkommen. Da wird es jetzt richtig finster. Und das ist natürlich als richtige Challenge für die Stabilisierung. Wenn sie mit den Verhältnissen jetzt gut umgehen kann, dann ist sie tatsächlich eine Weiterentwicklung. Ja, wenn ihr bis jetzt noch dabei geblieben seid, vielen, vielen Dank. Übrigens, wenn euch der Inhalt gefällt, ich würde es super finden, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und wenn ihr natürlich meinen Kanal dazu abonniert, freut es mich umso mehr. Ihr helft mir, ihr helft meinem Kanal. Euch schaut jetzt nichts und ihr versäumt keine Videos, die ich in Zukunft hochlade. Ja, wie schaut denn jetzt mein Fazit aus nach den Tests, die ich mit den beiden Kameras durchgeführt habe? Die DJI Action 4 war schon eine extrem gute Kamera. Das, was ich sehr geschätzt habe an der Kamera, ist das einfache, kompakte Paket, das ich mit dieser Kamera habe. Ich habe eine sehr lange Akkulaufzeit, ich habe eine gute Bildqualität, eine gute Tonqualität und die Kamera war, seit ich sie verwendet habe, extrem verlässlich. Die DJI Action 5 Pro, vor allen Dingen in der Kombination mit dem DJI Mic 2, setzt dem Ganzen aus meiner Sicht noch einmal die Krone auf. Und zwar ist sie sowohl jetzt schon, ich sage jetzt mal jetzt schon, weil ja vielleicht sich firmware-seitig noch was tun wird vom DJI, was die Bitrate angeht. Aber von der Bildqualität her fand ich sie schon extremst gut. Das, was für mich aber der absolute Selling Point ist, ist die Kombination mit dem DJI Mic 2. Das ist natürlich eine Erweiterung. Kostet ein bisschen Geld, dieses DJI Mic 2 sich nochmal separat zu besorgen. Die Tonqualität, die ich damit allerdings rausbekomme, ist meines Erachtens bisher für Actionkameras unerreicht. Es bleibt trotz allem ein sehr kompaktes Setup, Sender und die Kamera. Beides muss ich einmal verbinden. Sobald ich die Kamera einschalte und das DJI Mic 2 dazu einschalte, das Mikrofon sofort mit der Kamera verbunden, dauert 1-2 Sekunden. Das heißt also, ist vom Setup denkbar einfach, wenn ich unterwegs mein Mikrofon ausschalte und später wieder einschalte, es ist sofort mit der Kamera verbunden. Zusätzlich habe ich aber immer die Sicherheit, dass meine Kamera immer noch ihr eigenes internes Audio in einer eigenen Audiodatei aufnimmt. Ist gleich benannt wie das Videofile, ist damit super einfach zu handeln. Ich kann also von der Seite her sagen, es ist eine gelungene Weiterentwicklung der DJI 4. Muss man sich diese Kamera unbedingt kaufen, wenn man die DJI 4 hat? Meines Erachtens nein, die DJI 4 ist eine super Kamera. Ich bin ein Jahr lang jetzt damit gefahren, macht fantastische Bilder, ist super verlässlich, bleibt bei der Kamera überhaupt kein Thema. Die DJI 5 ist tatsächlich, was das Audio angeht, eine absolute Weiterentwicklung. Wird meine Go-To-Kamera für das kommende Jahr sein und jetzt für den Herbst. Trefft eure eigene Entscheidung, ihr macht mit beiden Kameras nichts verkehrt. Meine DJI Action 4 wird es im Übrigen wahrscheinlich relativ bald auf
will haben oder eBay geben. In dem Sinne, danke, dass ihr heute dabei gewesen seid. Go bike yourself und wir sehen uns auf dem Trail, hoffentlich. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.